Herzlich willkommen bei Cargold YouTube, hier heute wieder mit meinem nächsten Film von einem wunderschönen originalen Mercedes 280 SE 3,5 Coupé. Das Auto ist aus dem Baujahr 1970. Die ganze Geschichte ist bekannt bei dem Wagen. Er ist seinerzeit nach Berlin aus Sindelfingen ausgeliefert worden. Der Besitzer ist auf Achse von Sindelfingen bis nach Berlin gefahren. Wir haben den originalen Pappdeckelbrief. Es ist ein deutsches Auto, kein Ami, wie es ja viele gibt. Und der Wagen befindet sich in einem wunderschönen Originalzustand. Was mich übrigens neulich sehr ergriffen hat, ich lese mir immer wieder eure Kommentare durch. Wir haben auf den Strich 8er, den wir vor kurzem gezeigt haben, über 150 Kommentare. Und man kann einfach merken, wie persönlich sich die Menschen äußern, wie sehr wir euch teilweise angreifen, anfassen mit diesem Fahrzeug, mit diesen alten Autos, wie euch das erinnert an eure Historie. Und was am Ende bei der ganzen Geschichte immer rausfühlbar ist für mich, das ist eigentlich eine unglaubliche Freude an solchen alten Autos. Und deswegen haben wir jetzt so ein bisschen das auch in die Firma Cargold einfließen lassen. Cargold, Freude am Auto. Weil das ist der Kern, darauf kommt es an. Und Freude am Auto gibt es ja wirklich doch sehr, sehr viel mehr, als man manchmal so in der öffentlichen Wahrnehmung meint oder lesen kann. Die Leute, die Menschen haben wirklich Freude daran. Das ist eine teilgelebte Geschichte. Und darauf werden wir in Zukunft ganz besonders achten. Es passieren mir natürlich manchmal Fehler, weil ich bin kein gelernter Reporter, mache das hier seit einem Vierteljahr. Es macht mir aber echt Spaß. Ich glaube, ihr merkt das auch. Und ja, jetzt steigen wir einfach mal ein in diesen nächsten tollen Wagen. Wie ihr sehen könnt, das ist ein Mercedes Flachkühler. Den hat es ab September 1969 so gegeben. Er hat diese wunderschönen Original Bosch Nebellampen, das sind die echten hier auf beiden Seiten. Dann hat er hier die Seiten auf. Dann hat er hier die original amerikanischen Lampen. Die gab es seinerzeit dann automatisch, das heißt, die konnte man wahlweise wählen, haben aber keinen Aufpreis gekostet. Und dieses Auto, wie gesagt, hat eine komplett nachvollziehbare Geschichte in Deutschland, hat aber schon einige Laufleistung. Der Wagen hat ca. 200.000 Kilometer, aber befindet sich immer noch in diesem wirklich wunderschönen originalen Zustand. Und das sollten wir jetzt vielleicht mal zeigen. Also was bemerkenswert ist, er hat dieses wunderschöne große Schiebedach. Viele Coupés hatten ja kein Schiebedach, er hat es. Dann hat der Wagen, und das finde ich eigentlich das wirklich Fantastische, dieses wunderschön tolle originale Leder. Ich werde mich da ganz kurz mal hineinsetzen. Bemerkenswerte bei diesem 3,5 Liter Coupé ist, dass sehr, sehr vieles aus Handarbeit gefertigt wurde. Vielmal so viel wie bei der Limousine. Es war ein sehr, sehr hochwertig gearbeitetes Auto. Es ist ja ein S-Klasse Coupé. S-Klasse kennt ihr ja auch von heute, aber mit einer unglaublich schönen Linienführung. Was der Wagen hat, sind die Original-Lederkopfstützen, die seinerzeit noch ein Extra waren. Und halt eben dieses wirklich fantastische originale rosa Leder, was diesen tollen Geruch hat. Auch das Design, also das ist für mich einer der schönsten Designentwürfe, was ein Armaturenbrett angeht. Früher, als die rausgekommen sind, die Autos 1961, war das hier noch eine Holzbrille. Das hat man dann ab 1969 Mitte in Leder gefasst. Aber dieses Design, was man hier gemacht hat, das finde ich wirklich absolut erstklassig. In der Mitte das Kombi-Instrument für Tank, für Öldruck und für Temperatur. Rechts der Tachometer bis 240. Man darf ja nicht vergessen, dass dieser Wagen 205 Stundenkilometer schnell war. Der hatte 200 PS auf 3,5 Liter verteilte Achtzylinder. Und hier der Drehzahlmesser bis 6.500 Touren. Das war wirklich ein schnelles Coupé. Und die Wagen sind heute deshalb so gesucht, weil sie damit wirklich, da könnt ihr lange Reisen mitmachen. Da könnt ihr bis nach Italien mitfahren, bis nach Dänemark. Das ist mit so einem Wagen wirklich möglich, auch mit hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten. Es gibt aber sehr, sehr wenige Autos, die noch sich in diesem schönen Originalzustand befinden. Da ist das Auto was Besonderes. Der hat übrigens unten noch die originalen roten Teppichböden, wie sie gehören. Dieser Wagen ist ausgestattet mit einer Mittelautomatik, hat aber keine Fensterheber und hat auch keine Klimaanlage. Hier war ja früher die Bergklimaanlage unten drunter, das ist bei dem Auto nicht. Aber er hat, wie eben schon erwähnt, hier ein elektrisches Schiebedach hier oben, was ja herrlich groß war. Und wenn ihr mit dem Fahrzeug mit heruntergefahrenen Fenstern gefahren seid, hat das auch nicht gezogen, weil es keinen Mittelpfosten gab. Also der riecht noch so schön nach diesem rosa Leder. Das ist ein ganz tolles, originales Fahrzeug, wie man es nur noch ganz, ganz wenig finden kann am Markt. Und ich freue mich, dass wir den bekommen haben. Auto kommt aus einer schönen Sammlung. Ich kenne den Sammler schon über 30 Jahre und ich habe mehrere Monate gebraucht, bis er mir dann endlich diesen Wagen anvertraut hat zum Verkaufen, weil solche Leute trennen sich ungern davon. Dann höre ich immer wieder, ach, wissen Sie, Herr Lufschitz,
wenn ich den jetzt abgebe, ich kriege doch keinen zweiten mehr. Sowas gibt es ja nicht mehr. Es gibt diese Autos, gibt es restauriert und auch wirklich dann im schönen Zustand, mag sein, aber die Seele der Originalität, wie es mal produziert wurde, seinerzeit in Sindelfingen, das habt ihr dann nicht mehr in so einem Auto. Und das ist hier vorhanden. Deswegen haben wir auch diesen 250er Mercedes kürzlich innerhalb von Stunden verkauft gehabt, weil er eben völlig original gewesen ist. Und das ist das Spitzenprodukt aus Anfang der 70er Jahre von Mercedes. Und der Wagen ist noch im Originalzustand. Wo man vielleicht mal schauen müsste, wo gearbeitet werden müsste, ist die Türverkleidung. Da kann man einiges rausholen, das kann man wieder sauberer machen, das haben wir noch nicht gemacht. Das muss auch möglicherweise etwas behandelt werden mit einem gewissen Farbstoff, dass das wieder das originale Rot bekommt. Aber hier das Armaturenbrett und die Rechte, die Beifahrertür und sonst die ganzen anderen Lederaccessoires sind noch herrlich original erhalten. Das kann man übrigens auch hinten, Paul, schau doch mal bitte auf die Rücksitzbank, die ist in einem ganz tollen originalen Zustand hier. So ist das mal gewesen und dieses schwere alte Rosaleder, da bin ich ein Fan von, das kann man heute nicht mehr kaufen. Das gibt es leider nicht mehr und das hat diesen tollen Geruch. Also finde ich, ist ein Teil des Autos, ein Teil des Charakters dieser Fahrzeuge seiner Zeit und die fand ich außergewöhnlich. So, ich öffne euch jetzt mal den Motorraum und ich zeige euch mal die 8-Zylinder-Maschine, die hier unter der Motorhaube ihre Arbeit tut. Das ist wie gesagt ein Flachkühler, hat es gegeben ab September 69. Das Auto ist übrigens nur 2 Jahre gebaut worden. Mitte 71 war Schluss und dann gab es die Autos der 70er Jahre und die waren dann vollkommen anders. Da waren weite Teile dieser tollen Qualität, die hier verarbeitet war, einfach nicht mehr der Fall. Und wenn ihr euch heute einen 350 SL anguckt, die Autos halten lange nicht so gut, auch über Jahrzehnte wie so ein Wagen. Also wenn die gepflegt sind, ist der immer im besseren Zustand. Ja, das ist die 8-Zylinder-Maschine, V8, 200 PS. Das ist der Motorrad. Ihr seht, die Stehwände sind einwandfrei in Ordnung, das Auto ist Scheckheft gepflegt. Der Wagen ist auch so zur Welt gekommen. Hier ist die Farbe G50, da ist die Fahrgestellnummer, eine 26er Fahrgestellnummer, also für ein Coupé. 3,5 Liter Hubraum, damit hat der Wagen in 8,5 Sekunden von 0 bis 100 geschafft, ist gut 200 Spitze gelaufen und das ist ein Auto gewesen, mit dem ihr wunderbar reisen konntet. Ja, jetzt zeige ich euch mal einen Blick in den Kofferraum, wie das aussieht. Hier hinten auf dem Heck, das war natürlich was Tolles, wenn man zu der Zeit, also ich war damals 11 Jahre alt, wenn ich so einen Wagen im Straßenverkehr gesehen habe, das war wirklich ein Highlight. Das war ja damals neben dem 6,3 Liter Mercedes das Beste, was man kaufen konnte. Und ein Coupé als 6,3 gab es ja nicht, gab es ja nur als 3,5 und das ist ein originaler 3,5. Jetzt schaut mal hier hinten rein, wie wunderschön dieser Kofferraum erhalten ist. Er hat die alte Gummimatte noch hier hinten, hier ist nichts kaputt. Hier ist nichts angegammelt. Hier ist wahrscheinlich mal ja, ein kleines bisschen, wenn da mal Wasser reinläuft, dann sieht das so aus, aber das ist jetzt nicht unbedingt unüblich. Aber da ist nichts kaputt oder vergammelt oder man riecht das auch. Also bei einem Auto ist die chemische Zusammensetzung immer sehr wichtig. Und ich rieche das einfach, dass der Wagen sich in einem guten Zustand befindet. Der ist immer gepflegt worden. Wir haben auch jede Menge Rechnungen von Daimler-Benz. Der ist gewartet worden, da ist alles dran gemacht worden, jetzt auch gerade wieder technisch. Und wir werden jetzt auch eine Probefahrt machen, dass ihr mal seht, wie schön so ein tolles Auto läuft, wenn er in Ordnung ist, wenn er gepflegt und gewartet ist. Wenn so ein Auto nämlich nicht in Ordnung ist, kostet es fürchterlich viel Geld. Und darum ist darauf zu achten, entweder von der Top-Adresse ein komplett restauriertes Auto, dem fehlt aber dann leider auf die Seele so ein bisschen, wie ich finde, oder ein super schönes, originales Fahrzeug, so wie unser Coupé hier. Ich glaube, das ist wirklich was Einmaliges. Ich meine, was da noch besonders ist, das finde ich halt eben dieses Weißlederrot. Das hat einen irren Charakter, das strahlt richtig, das Auto. Und wenn der Wagen dann noch ein Schiebedach hat und ein Coupé ist, braucht ihr eigentlich gar kein Cabrio, weil ihr könnt immer so fahren. Das ist wirklich also absolut fantastisch. Genau genommen sitzt man so weit im Freien, dass man sich Cabrio eigentlich sparen kann. Das ist natürlich für eine Probefahrt heute Morgen Kaiserwetter in unserem wunderschönen 280 SE Coupé. Heute Morgen sind die Straßen trocken, es hat ja ganz viel geregnet, Salz gibt es auch keinen, das ist alles wie im Frühling heute Morgen. Jetzt müssen wir ein kleines bisschen gucken, dass wir unseren wunderschönen Mercedes, unseren 8-Zylinder ein bisschen warm fahren. Das muss man ja immer machen beim alten Auto, eigentlich auch bei modernen Autos.
damit das Öl seine richtige Betriebstemperatur und seine richtige Schmierfähigkeit dann noch erreicht hat. Ja, dieser Wagen, den wir hier fahren, der hat Automatik und hat eine tolle 3,5 Liter Maschine. Schau mal, wie schön gerade die Sonne über dieses tolle originale Armaturenbrett streicht. Das ist einfach wunderschön. Das ist alles noch das erste Leder hier vorne. Da ist Zebrano-Holz. Ich denke mal, dass diese Leiste mal neu gekommen ist, weil die normalerweise dort von der Sonneneinstrahlung immer in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ist ja ein deutsches Auto, was hier immer in Deutschland in Betrieb war, aber sehr, sehr gepflegt im Betrieb gewesen ist. Dieser Wagen hat diesen schönen, kraftvollen V8-Sound des ersten schönen Achtzylinders von Daimler-Benz, der wirklich also eine ganz hervorragend laufende Maschine war. Anders als der Sechszylinder, den es ja auch gab. Der hatte 160 PS, der war ziemlich kernig und er war nicht hochgeschwindigkeitsfest. Da musste man aufpassen. Bei der Sechszylindermaschine, die gab es ja ab 1967, ist gebaut worden, auch bis 1972 im 280 SE. Das war so eine Sache, der fuhr zwar 200 Tacho, ich hatte so ein Auto auch mal, aber war unglaublich laut, war sehr, sehr giftig und so ein Auto konnte auch mal kaputt gehen. Es gab dann noch die Variante 250 SE, die war noch problematischer. Die hatte man auch nach 1,5 Jahre gebaut, weil sie, wie gesagt, alle möglichen Probleme hatte, ist dann sofort eingestellt worden. Und das beste Aggregat von allen ist eigentlich hier dieser 3,5 Liter Motor. Das ist nämlich schon praktisch die moderne Motorengeneration, wo dieser Wagen wirklich richtig losgeht, also tolle Fahreigenschaften hat. Man spürt auch, dass er sich sehr, sehr gut anhört. Er hat Kraft, also er ist ein moderner Reisewagen, noch in einem alten Gewand. Und das Schöne ist eigentlich, dass hier in diesem Auto noch die ganzen alten Details verbaut wurden, die es in der späteren Serie Baureihe 116, die es dann so ab 1971, 72 gab, das hatte man nicht mehr verbaut. Da kam dann sehr viel Plastik zum Einsatz, währenddessen hier ja noch dieses edle Rosaleder im ganzen Armaturenbrett verbaut wurde, diese edlen Massivholzleisten, das gab es hier alles noch und das hat man später dann einfach abgeändert. Ob ich das schon schön fand, weiß ich nicht. Aber der Charme, also eines wirklich wertigen Mercedes, eines wirklich wertigen, ja, wie soll man sagen, aus dem vollen geschöpften Autos, das war vorbei. Man riecht und fühlt ja auch solche Bauteile. So, und die 3,5 Liter Maschine, das merkt man auch jetzt, das ist hier ein sehr steiler Anstieg, aber der fährt herrlich. Ich habe jetzt keinen Kickdown gemacht. Er hat genügend Drehmoment, dass er wirklich gut hochkommt. Und das ist das Tolle an dem Wagen, ihr könnt ihn wirklich toll bewegen. Das ist ein ganz modernes Aggregat. Diese Maschine ist ja gebaut worden bis 1979, also sehr, sehr lange. Der Motor ist 10 Jahre lang produziert worden. Gab es später auch im 350 SE. Und also was das Fahren angeht, eine ganz, ganz moderne Maschine mit 200 PS. Hat er immer gut und gerne 200 Stundenkilometer Spitze erreicht. Und das möchte man ja eigentlich in einem Oldtimer gar nicht fahren, aber man könnte es, wenn man es wollte. Es ist wie gesagt ein Oldtimer, den ihr wirklich jeden Tag im Alltag einsetzen könnt. Ihr müsst ihn natürlich gut pflegen, dass er euch nicht kaputt geht. Aber es ist ein sehr, sehr modernes Auto mit einer modernen Technik, den man wirklich ganz angenehm fahren kann. Er hat eine Servolenkung, hat eine Heizung, die gut funktioniert hier vorne, die macht sofort warm. Die 3,5 Liter Maschine hat ja auch eine ganz erhebliche Abwärme. Und vom Verbrauch, also wenn man ihn ganz sanft fährt, verbraucht er 12 Liter. Wenn er ihn aber ein bisschen schärfer fährt, was bei dem Auto auch Spaß macht, kann es auch mal sein, dass er durchaus 18 Liter verbraucht. Also wahrscheinlich so im Schnitt 15, 16 Liter ist dieses Auto zu bewegen. Ich meine, das ist eine ganze Menge, aber es ist immer ein Achtzylinder, das darf man nicht ganz vergessen. Heute wären solche Autos etwas sparsam, aber so ein Wagen fährt man ja im Jahr nur ein paar tausend Kilometer. Und dafür ist das wirklich in Ordnung. Da sind die Kosten überschaubar. Wichtig ist, dass so ein Wagen gut gelagert wird, gut gepflegt wird. Er muss immer wieder regelmäßig auf die Straße. Also ein Auto sich zu kaufen und nur wegzustellen, wäre einfach zu schade. Aber so einen Wagen zu fahren, das macht ja wirklich Spaß. Wir haben im Moment ja schon so ein Wetter wie im Frühling. Also hier unten ist es relativ warm geworden. Wir haben hier fast 10 Grad. Auf den Bergen haben wir natürlich noch Schnee. Aber sowas lädt ja richtig ein, diese schöne Landschaft hier mit dem Wagen zu befahren.
Und er hat auch hier gut Kraft. Also ich kann euch das gleich mal demonstrieren, wenn frei ist, dass man mit dem Auto wirklich zügig vorbeikommt. So, jetzt habe ich mal drauf getreten. Und da sieht man, wie gut so ein Wagen absaust. Er hat richtig Dampf mit seinen 200 PS. Den könnt ihr richtig wie einen modernen Wagen fahren. Also besonders dieser hier fährt erstklassig, er rauscht richtig gut los. Macht Spaß, das Auto zu fahren. Und mehr braucht es ja eigentlich nicht. Man muss gut überholen können. Und ich erinnere mich da wirklich an meine jungen Kindertage mit 10 Jahren, wo ich so ganz stolz und bewundert am Straßenrand gestanden habe, wenn so ein toller Wagen mal vorbeigefahren ist. Das war wirklich was ganz Besonderes. Und jetzt können wir selber solche tollen Autos testfahren. Das macht mir Spaß. Hätte ich früher nicht geglaubt, dass ich mal einen Beruf mache, wo ich das alles machen kann. Und ich bin auch immer wieder dankbar drum, wenn wir mal so einen tollen, originalen Wagen erhalten. Ich habe auch jetzt in der Firma haben wir besprochen, dass wir nur noch nach diesen originalen Raritäten suchen, weil die wirklich einmalig schön sind. Denn die restaurierten Autos gibt es genug, aber da ist der Charme weg. Ich meine, da ist dann alles neu, aber wie das Holz gearbeitet wird dann oder wie das Leder dort gemacht wird, das ist eben nicht mehr so, wie ihr das hier sehen könnt, in diesen alten, schönen Ledergerbverfahren und diesen tollen Geruch, das gibt es nicht mehr, weil es auch zum Teil chemisch verboten ist. Aber das macht es eigentlich aus bei so einem Auto, dass dieser Wagen diesen Charme, diesen Duft, diesen Geruch, dieses ganze Gefühl, was man hat, wenn man mit so einem tollen Wagen fährt, das muss original sein. Also ich habe ja nur genügend Oldtimer, wenn ich mir noch mal selber auch einen Oldtimer zulegen würde, ich würde mir immer nur ein originales Auto kaufen. Das ist einfach am schönsten. Also wenn ich heute noch mal die Möglichkeit hätte, so ein tolles Auto zu kaufen, wenn man mir einen originalen 3.5er oder einen originalen 280 SL ab Werk abbieten würde, würde ich mir wirklich kaufen mit einer Riesenfreude. Denn diesen Charakter, so wie das Auto damals gebaut wurde, das gibt es heute im Automobilbau gar nicht mehr. Das hat eine gewisse Grandezza, eine gewisse Art, ein gewisses Gefühl, dass man richtig stolz sein kann auf Auto. Immer nur mehr Technik und mehr Technik und mehr Technik, das ist es nämlich nicht. Man hat so ein bisschen den Charme bei den ganzen Dingen vergessen und das Gefühl, was man den Leuten damit gibt. Deswegen ist ja unser Motto heute auch Freude am Auto. Weil Freude am Auto hat nicht nur mit immer schneller und immer besserer Technik zu tun, sondern wirklich die Freude auch an den Materialien, an dem Charme, an dem Geruch, an der Wertigkeit, an dem Drumherum. Wenn ich mir heute ein 3,5 Liter Coupé oder eine Pagode nochmal ab Werk neu bestellen könnte, ich würde was drum geben, so ein Auto würde ich mir 100%ig kaufen und ich würde den Wagen bewegen und besitzen aus ganz anderen Gründen, als wie wenn man sich heute ein normales Auto kauft. Denn diesen Charme, dieses Gefühl, und das vergisst die Autoindustrie, meine ich, von Begeisterung, von Freude an diesen Details, an dieser Wertigkeit, die es gibt, die kann man heute so kaum noch kaufen. Das gibt es heute nicht mehr. Aber die Zeiten sind halt vorbei und solange werden wir immer versuchen, die besten Originale zu bekommen, die es gibt. Also wenn ihr ein tolles Original hört oder wisst, wir suchen sowas immer, wir kaufen sowas auch an, wir besuchen euch, ruft uns an unter 08036 70 06 oder Cargold, kennt ihr ja, Cargold Collection, da sind wir zu erreichen hier im Oberbayern. Ein tolles, originales Auto, das geht auch bei der Marke BMW oder bei Jaguar oder bei anderen interessanten Marken, wie ihr wisst. Wir haben auch gerade einen Bentley gefilmt, der wirklich interessant war. Könnt ihr mir immer anbieten, wir sind auf der Suche nach diesen Originalen, weil daran habe ich wirklich Spaß. Also so ein Auto Probe zu fahren und sowas zu verkaufen, ich merke ja auch, welche Freude Besitzer haben an solchen Autos, dass man sowas immer mehr sucht, wenn die toll original erhalten sind. Und vielleicht noch mal ein letzter Schwenk übers Armaturenbrett, wie der in der Sonne, wie toll das aussieht, dieses originale Leder mit dem tollen Holz. Er muss hier noch ein bisschen sauber gemacht werden, das haben wir noch nicht gemacht. Aber ihr könnt ihn so aufarbeiten wieder und so polieren, dass der wirklich neuwertig original ist. Und ich finde, das macht es aus, das ist das Besondere. Es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht und wir machen das ja, wir haben ja eure Kommentare gelesen, wie sehr ihr auch mit der Seele dabei seid, wie viel Erinnerung bei euch mitschwingt. Ich freue mich übrigens über eure vielen Kommentare und ich gebe mir alle Mühe, euch noch viel mehr schöne alte Exemplare, tolle Autos zu suchen, zu finden und sie euch dann auch zu zeigen. Es ist ja praktisch so, dass ihr immer meine Beifahrer seid. So wollen wir es auch lassen. Seht mir bitte nach, dass ich manchmal Fehler mache. Ich habe das nicht studiert, ich bin es auch nicht gelernt, ich komme auch nicht aus der Medienlandschaft. Das war einfach unsere Idee zu sagen, ein Auto nur auf dem Foto zu zeigen, das ist zu wenig. Man muss einfach dieses Gefühl rüberbringen, wie er sich bewegt,
wie er fährt, wie mir das auch Freude macht, was man machen kann mit so einem schönen Wagen. Deswegen drehen wir diese Filme und wir versprechen euch, wir machen das immer noch besser. Übrigens, bei Salz sind wir nie gefahren, nur bei trockener Straße. Ich fahre mit dem Kombi immer die Strecke vorweg, ob auf der alles in Ordnung ist. Und ansonsten wird bei uns nicht bei Salz gefahren. Und bei uns auf den Auffahrten streuen wir kein Salz, da kann mal Schnee liegen, aber Wasser tut dem Auto nichts. Jetzt darf ich mich bei euch verabschieden. Ihr wart wieder tolle Beifahrer, herzlichen Dank. Bis zu unserem nächsten Dreh. Euer Stefan Luftschütz, bleibt gesund, ich freue mich auf euch. Tschüss.